Hallo Leute, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine Insektenschutztür zusammenbaut und montiert. Der Türbausatz ist von der Marke Empasa und von der Marke Empasa habe ich auch schon Fliegengitterschutz auch für die Fenster montiert. Gibt es bei mir auch als Video. Bevor ihr euch auch so einen Bausatz bestellt, in dem wirklich auch alles vorhanden ist, die Rahmen sind aus Alu und von einer guten Qualität, müsst ihr vorher eure Balkontür ausmessen. Ihr müsst vorher, wie es beschrieben steht, sorgfältig die Breite B und Höhe H des Türrahmens in Zentimeter ausmessen. Wichtig, messt das lichte Maß von Innenkante zu Innenkante. Bei nach außen abgeschrägten Türrahmen jeweils mittig zwischen inneren und äußeren Türkante messen. Was damit gemeint ist, sieht man hier. Meine Türrahmen sind abgeschrägt. Das bedeutet, ich messe genau von der Mitte des Türrahmens die Breite aus. Also, mein Türrahmen hat von Mitte zu Mitte eine Breite von 67,8 cm und eine Höhe von Mitte zu Mitte von 200 cm. Das bedeutet, ich musste mir beim Bestellen den Selbstbausatz mit den Maßen 100 x 210 cm bestellen, da beim Ausmessen auf die Höhe noch 3 cm addiert werden. Also meine ausgemessene Höhe waren 200 cm. Plus die 3 cm, die auf die Höhe dazu addiert werden, sind es insgesamt 203 cm. Und da man für die Höhe jeweils links und rechts zwei B-Profile braucht und die ineinander gesteckt werden, wird das durch 2 geteilt. Also 203 cm geteilt durch 2 sind 101,5 cm. Das heißt, die B-Profile, die 4 Stück, werden auf 100,15 cm gekürzt. Die 4 Profile abmessen, anzeichnen und mit einer Säge gerade absägen. Für das gerade Absägen könnt ihr auch eine Gärungshilfe benutzen. Die scharfen Kanten noch abfeilen bzw. entgraden. Ja, das waren die 4 Profile für die Höhe. Jetzt kommen die Profile C, D und E dran für die Breite. Die Profile C, D und E werden auf das Maß B abzüglich 2 cm gekürzt. Also ich hatte eine Breite von 67,8 cm minus diese 2 cm, die man abziehen soll, sind zusammen 67,8 minus 2 cm sind 65,8 cm. Das bedeutet, die Profile C, D und E werden auf 65,8 cm gekürzt. Und wie gesagt, die Profile auch abmessen, anzeichnen und mit einer Säge gerade absägen. Jetzt werden die B-Profile, also die Höhenprofile, in die T-Verbinder zusammengesteckt. Ihr legt euch das Ganze am besten schön gerade auf den Boden. Die Abbildungen zeigen immer die Innenansicht der Tür. Und passt beim Zusammenstecken, also beim Zusammenklopfen der Profile auf, dass ihr euch nicht die Haut einklemmt. Mit einem Hammer klopft man vorsichtig die T-Profile in die Aluprofile. Vielleicht kann man sich eine zweite Person zur Hilfe holen, wenn man das zweite Aluprofil in die andere Seite des T-Verbinders klopft. Beim Klopfen auf dem Aluprofil sollte man ein Holz dazwischen halten. Auf der Schließseite werden Bürstendichtungen und Magnete mit Magnethaltern in den äußeren Kanal eingeschoben. Die Bürstendichtung kann nur vor, zwischen und nach den Magnetclips mit dem einschiebbaren Magneten eingezogen werden. Das bedeutet, ihr müsst euch die Bürstendichtung auf die Länge zuschneiden. Und man positioniert die Magnete immer in der Mitte der B-Profile. Also einmal oben in der Mitte und einmal unten in der Mitte. Und mit den Magnetclips werden die fixiert. Mit einem Schraubenzieher werden die Clips 90 Grad nach rechts arretiert. Ja, jetzt nur noch die Bürstendichtungen von oben und unten reinschieben und zuschneiden.
So, die Schließseite mit den Magneten ist jetzt fertig. So, und jetzt das Ganze zum Verständnis. Unsere Insektenschutztür soll sich nach links außen öffnen. Also werden die Scharniere an dieser Anschlagseite sich befinden. Ja, und so ist die Tür. Also wie gesagt, die geht nach links auf. Auf der rechten Seite ist die Schließseite mit den Magneten schon fertig. Und auf die linke, auf die Anschlagseite werden die Scharniere drankommen. Jetzt zur Anschlagseite. Die Bürstendichtung und die Nutensteine im Wechsel gemäß der Abbildung in den äußeren Kanal der Längsprofile auf der Scharnierseite einziehen. Die Nutensteine für das obere und untere Scharnier werden jeweils 7 cm von der oberen und unteren Rahmenaußenkante entfernt. Und da bei mir die Anschlagseite links ist, wird der mittlere Nutenstein 0,5 cm unterhalb des T-Verbinders angebracht. Und wenn die Nutensteine richtig positioniert sind, kann auch die Bürstendichtung wieder zugeschnitten und platziert werden. Übrigens würde ich mich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, ich einen Daumen nach oben bekomme und ihr natürlich meinen Kanal abonniert. Dankeschön. Jetzt werden die Profilverbinder M und J mitsamt Bohrschablone in die Längsprofile B eingeschlagen. Das kann man ebenso mit so einem kleinen Hämmerchen machen. Und denkt daran, Vorsicht, Einklemmgefahr. Und unten schiebt ihr die Verbinder ebenso rein. Profile B werden gemäß Vorgabe der Bohrschablone mit dem 3 mm mitgelieferten Bohrer komplett durchgebohrt. Und danach die Bohrschablonenhilfe an allen 4 Stellen abgeschnitten und entgradet. Jetzt bekommt noch das Querprofil C und das Trittschutzprofil E ihre Bürstendichtungen reingeschoben und dann die Verbinder links und rechts reingeschlagen. Jetzt werden die Querstreben mit der Anschlag- und Schließseite verbunden. Ich beginne mit der Mitte, also mit der Querstrebe D. Das Ganze aufrichten und die Querstrebe vorsichtig reindrücken. Jetzt noch alle 4 Ecken mit den mitgelieferten Schrauben verschrauben und der Rahmen der Tür ist fertig. Das Gewebe wird jetzt lose auf den Alurahmen aufgelegt. Die 2 Innengriffe gegenüber der Scharnierseite in die Nut des Mittelprofils D eindrücken. Jetzt die Klemmleisten auf die Länge des jeweiligen Aluprofiles kürzen und durch Eindrücken der Klemmleisten in die Nut der Aluprofile das Gewebe befestigen. Und die Klemmleisten immer gegenüberliegend eindrücken. Und das Gewebe bitte nicht mit der Hand spannen, sonst kann man den Alurahmen verformen. Anschließend das überstehende Gewebe mit einem Cuttermesser kürzen. Ja, das Gewebe ist gespannt und die Tür schon fast fertig. Und noch den Außengriff draufschieben. Die Scharniere oben und unten an der Tür mit den Schrauben an den Nutensteinen anschrauben. Und die Schraublöcher für das mittlere Scharnier müssen mit einem Metallbohrer 2 mm vorgebohrt werden, und zwar 0,8 cm tief. Der Metallbohrer ist im Lieferumfang nicht enthalten. Um den Insektenschutzrahmen an der Außenseite der Tür befestigen zu können, habe ich die Scharnieraufnahme auf die Scharniere gesteckt und mit den Stiften verbunden. Dann doppelseitiges Klebeband auf die 3 Scharnieraufnahmen geklebt, den Rahmen mit Wasserwaage am Türrahmen angelegt und ausgerichtet und dann die Scharnieraufnahme vorsichtig angedrückt. Die Scharnieraufnahmen wurden auch noch festgeschraubt. Solltet ihr zur Miete wohnen, vorher den Vermieter nachfragen, ob das Bohren erlaubt ist. Doppelseitiges Klebeband auf die Montageplatten kleben, die Platten auf den Magneten ausrichten, Schutzstreifen vom Klebeband abziehen und dann die Tür langsam andrücken, damit sich die Montageplatten an den richtigen Stellen ankleben.
Ja, das war's auch schon. Die Tür ist fertig. Und wie man sehen kann, schließt die Tür wunderbar, ist hochwertig und sieht sehr, sehr cool aus. Im Lieferumfang ist auch eine Feder für das automatische Schließen der Tür, aber eine Feder wollten wir nicht einbauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.